Wie bereits in den letzten Anno-News berichtet, arbeitet man bei Ubisoft Mainz mit Hochdruck an den noch etlichen Problemen, die mit dem Game Update 15 ihren Weg in Anno 1800 gefunden haben. Jetzt liegt der Hotfix hierfür vor und was sich genau geändert hat, erfahrt ihr wie gewohnt in einer neuen Folge Anno-News. Wie der Videotitel schon vermuten lässt, konnten aber nicht alle Probleme in Anno 1800 gelöst werden. So beklagen sich bereits kurz nach Release etliche Spieler über weiterhin bestehende Probleme, dazu aber gleich noch mehr, erstmal die Änderung. Das Plakatwandornament aus der Community-Herausforderung ist nun verfügbar und kann von jedem genutzt werden. Zudem könnt ihr das Bild als Desktop-Hintergrund herunterladen, wenn ihr ganz hart drauf seid. Die Modifikatoren für den Regionswechsel und die Ladegeschwindigkeit wurden den Schiffsinfotipps in den Werften und Hangars hinzugefügt. Beim Balancing wurde die B- und Entladegeschwindigkeit für Post erhöht. Sie hat jetzt somit eine eigene Ladegeschwindigkeit im Vergleich zu normalen Waren. Die neuen Verteidigungstürme wurden hingegen abgeschwächt. So hat der Flammenwerferturm statt 2070 nur noch 1701 Trefferpunkte, haha, zudem wurden seine Einflusskosten von 9 auf 15 erhöht. Wer dieses Easter Egg gefunden hat, darf es gerne behalten. Das panzerbrechende Geschütz hat jetzt nur noch 3750 statt 3900 Trefferpunkte, holy shit, und macht nur noch 500 statt 595 Schaden. Auch seine Angriffsreichweite wurde von 70 auf 65 herabgesetzt, zudem wurde die Nachladegeschwindigkeit von 90 auf 93 erhöht. Die Effizienz der Panzerungsdurchdringung wurde für alle Schiffstypen insgesamt verringert. Neben höherer Zufriedenheitsreichweite für das arktische Postamt wurde auch die Ladegeschwindigkeit für Schnellluftschiffe und für Fregatten sogar deutlich reduziert. Apropos Luftschiffe, die Gold- und Einfluss- sowie Wartungskosten der Hermes-Klasse wurden gesenkt, um sie konkurrenzfähiger zu den Schnelluftschiffen zu machen. Da der Hotfix aber vor allem Bugs fixen sollte, hier die Korrekturen. Ein Problem mit dem Industrie-Giftfilter-Item im Szenario Eden am Ende wurde behoben, das Tierfarmen statt Schwerindustrie betraf. Unterschiede bei den Unterhaltskosten zwischen den Arktis-Gas- und Helium-Varianten der Pegasus- und Cypia-Klasse wurden behoben. Die zu geringen Baukosten der Arktis-Gas-Variante des Boreas-Luftschiffes wurden ebenfalls angepasst. Außerdem wurde ein Problem behoben, mit dem einige konfigurierte Lebensqualitätbedürfnisse zu einem höheren Verbrauch an regulären Bedürfnissen führten. Es wurde ein Problem mit der KI behoben, deren Fortschritt im Spiel eingeschränkt war, und ein Problem mit fehlenden Ornamenten des Season 4 Passes. Ebenfalls wurde ein Problem behoben, was sehr viele aktuell hatten, bei dem das Handelsroutenmenü keine Vorschau der jeweiligen Route anzeigte, wenn man mit der Maus drüber fuhr. Ein Problem mit dem Shampoo-Lebensqualität-Bedürfnis für Ingenieure wurde ebenfalls gefixt und ein Problem, durch das die Nichterfüllung von Lebensqualität-Bedürfnissen in der Zeitung angezeigt wurde, wurde auch behoben. Dazu wurde auch der Fehler behoben, bei dem der Geschwindigkeitsbonus, den man durch das Investieren von Einfluss erhält, nicht für Frachtluftschiffe galt. Es wurde auch ein Exploit behoben, der es ermöglichte, mehrere Effekte der Regionalministerien gleichzeitig anzuwenden. Und es wurde ein Problem behoben, bei dem der Belohnungsskin aus Wettkampf der Kuriere nicht für die Arktis-Gas-Variante der Pegasus-Klasse verfügbar war. Das Problem, bei dem der gemäßigte und der tropische Bodenkundler in Archibaldshafen nicht verfügbar waren, wenn der Spieler nur DLC 8 oder DLC 9 aktiviert hatte, aber nicht beide, ist ebenfalls Geschichte. Und es wurde ein Problem behoben, das zu Leistungseinbrüchen bei der Aktivierung des Pendlermodus führen konnte. Zudem wurde im Bereich UI eine unnötige Referenz zur Herkunft der Post aus den Infotipps in der Arktis entfernt. Das Problem, dass das Gebäudeskin-Menü auch nach dem Schließen noch aktiv war, wurde behoben, sowie auch das Problem mit den fehlenden Tooltips für die Items im Forschungsinstitut. Aber leider löst das alles, wie schon angesprochen, bei weitem nicht alle Probleme. So bestehen laut ersten Kommentaren unter anderem folgende Probleme weiterhin. Die Hauptquest des Reisezeit-DLCs ist wohl komplett kaputt. Das Sockeln von Items ist immer noch oft nicht möglich. Die Weltausstellung hat nach wie vor einen enormen Ressourcenbedarf und dadurch wird wohl auch viel zu viel Attraktivität erzeugt, wie ein einzelner Aussteller mit 20.000 Attraktivitätspunkten. Das Schiff der Königin bleibt nach Abschluss der Sunken Treasure Quests am Kartenrand sichtbar, was noch nicht bestätigt ist, aber möglicherweise weitere Bugs auslösen könnte, und abtrünnige Anarchisten kommen ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr.
Sicherlich gibt es ja auch noch weitere Probleme, also sollten wir schon bald mit einem weiteren Hotfix rechnen können, der aber zur Redaktionsschluss noch nicht angekündigt wurde. Allerdings berichte ich für euch gerne, sobald sich hier wieder etwas tut. Daher einfach kurz auf diesen Abo-Button hämmern, wenn ihr es noch nicht getan habt, und bis hoffentlich zur zügig nächsten erscheinenden Anno News Folge.